Wie ein Mandant von uns erfolgreich die Wegzugsteuer verhindert hat, das auch noch durchs Finanzamt abgesegnet, davon will ich dir in diesem Video, in diesem Erfahrungsbericht einmal mehr erzählen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du planst auszuwandern, aber im Steuerdschungel verheddert bist, wenn du dich mit Themen wie Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung, beschränkte Steuerpflicht, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer nach dem Wegzug und so weiter und so fort beschäftigst und nicht mehr so richtig weiter weißt, dann lade ich dich herzlich ein, dir einmal unser Veranstaltungs- und Reiseprogramm näher anzuschauen. Wir haben regelmäßig intensive Seminare zum Thema Auswandern zu verschiedenen Ländern, wo wir dann intensiv auf steuerliche Fragen eingehen, nicht nur in dem potenziellen Zuzugsland, sondern eben auch auf Fragen des deutschen Steuerrechtes. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Veranstaltungen kennenzulernen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Die Wegzugsteuer, sie ist ja eine Steuer, über die wir hier schon viele Videos veröffentlicht haben. Ich möchte das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, um was es bei der Wegzugsteuer im Detail geht. Hier nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung, damit du jetzt Kontext hast für den folgenden Erfahrungsbericht. Die Wegzugsteuer, sie ist in § 6 des Außensteuergesetzes geregelt. Sie wurde ursprünglich in der Weimarer Republik als Reichsfluchtsteuer eingeführt und mit der Wegzugsteuer sollen Reiche an der Auswanderung gehindert werden. Wenn du zu 1% oder mehr an einer Kapitalgesellschaft beteiligt bist, ganz egal ob die in Deutschland ist oder im Ausland, dann wird beim Wegzug der Wert dieser Anteile berechnet und du musst darauf dann eine Steuer bezahlen, ungefähr 1/3. Und die Bewertung kann ganz schön horrend sein. Nehmen wir mal an, du hast eine Gesellschaft, die macht 100.000 Euro Gewinn im Jahr, dann legt das Finanzamt fest, dass diese GmbH rund 1,4 Millionen Euro wert ist. Und wenn du diese GmbH dann mit 25.000 Euro gegründet hast, dann musst du auf die Differenz, nämlich auf fast 1,4 Millionen Euro, dann 1/3 Steuern bezahlen, wenn du Deutschland verlässt. Das gilt nicht, wenn du an Personengesellschaften beteiligt bist, wenn du Einzelunternehmer bist, wenn du Freiberufler bist, wenn du überhaupt keine Unternehmensanteile hast, sondern zum Beispiel nur Aktien und ETFs. Wobei, wenn du an einem ETF beteiligt bist und in diesen ETF mehr als 500.000 Euro einbezahlt hast, dann bist du ebenfalls von der Wegzugsteuer betroffen. Nicht aber, wenn du Aktien im Streubesitz hältst, wenn du Gold hältst, wenn du Immobilien hältst und sonstiges Vermögen. In Österreich ist das nochmal anders. Dort ist man deutlich strenger. Dort ist auch auf Vermögen im Privatbesitz letztlich diese Wegzugsteuer zu bezahlen. Wen betrifft nun die Wegzugsteuer? Sie trifft jeden, der in den letzten 12 Jahren, 7 Jahre lang in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war. Es spielt keine Rolle, welche Nationalität du bist. Auch Ausländer sind davon betroffen. Früher konnte man die Wegzugsteuer verhindern, indem man innerhalb der EU umgezogen ist. Das geht nicht mehr. Du musst die Wegzugsteuer nicht bezahlen, wenn du nur temporär planst, ins Ausland zu gehen. Maximal 7 Jahre, was verlängert werden kann auf 12 Jahre. Also, du kannst dir vorstellen, die Wegzugsteuer, sie ist ein Thema, mit dem sich ganz viele unserer Mandanten herumzuschlagen haben. Umso wichtiger ist, dass man weiß, wie man diese Wegzugsteuer verhindern kann. Ich meine natürlich damit komplett legal verhindern kann. Es gibt hier online und auf YouTube alle möglichen abenteuerlichen Modelle. Davon würde ich dir dringend abraten. Ein bekanntes Modell ist zum Beispiel der Übertrag der Anteile an eine Genossenschaft und dann soll das angeblich wegzugsteuerfrei sein. Ich kenne bisher kein Finanzamt, was das im Rahmen einer verbindlichen Auskunft hätte abgesegnet. Was eine verbindliche Auskunft ist, da komme ich gleich nochmal dazu. Also, es ist wichtig, dass du dich rechtzeitig mit deinem Steuerberater, mit deinem Wirtschaftsprüfer, mit deinem Anwalt unterhältst, wie diese Wegzugsteuer zu behandeln ist und ob es Möglichkeiten gibt, sie legal zu vermeiden. Auch unser Mandant, um den es hier geht, hat in einer entsprechenden Bredouille gesteckt. Er war ziemlich beunruhigt zum Thema Wegzugsteuer. Er hatte nämlich folgende Situation. Ein sehr erfolgreiches Start-up hatte er vor einigen Jahren gegründet. Eine deutsche GmbH, Muttergesellschaft dieses Startups, wie es in Deutschland also üblich ist eine deutsche UG, die in seinem Privatbesitz war. Dann hat er das Startup für einen 8-stelligen Betrag verkauft. Das Geld lag nun in der UG drin. Jetzt will er umziehen ins Ausland und zack wäre die volle Wegzugsteuer fällig gewesen. In diesem Fall übrigens, im Fall einer Holdinggesellschaft, berechnet man die Wegzugsteuer nicht nach der vereinfachten Ertragswertmethode, weil möglicherweise hat ja die Holding nur sehr geringe Erträge, sondern man berechnet sie auf Basis des Substanzwertes. Das heißt, sagen wir mal, da sind jetzt in der Holding 20 Millionen drin. Da kannst du davon ausgehen, dass dann ungefähr 6 bis 7 Millionen Wegzugsteuer fällig werden würden. Also schon ein Betrag, wo man erstmal schlucken muss. Nun, was hat der Mandant nun gemacht? Zunächst mal hatten wir natürlich ein Gespräch. Wir haben dann die verschiedenen Möglichkeiten eruiert, die es gibt, um der Wegzugsteuer eben legal zu entkommen. Bei diesem Mandanten war es klar, dass er nicht innerhalb der EU umziehen will. Er ist nach Dubai umgezogen.
Also ganz wichtig, ein Land ohne Doppelbesteuerungsabkommen. Warum das wichtig ist, das erkläre ich gleich nochmal. Die Lösung, die wir erarbeitet haben, aber noch nicht umgesetzt haben, und das ist wichtig, dass sie noch nicht umgesetzt wurde zu diesem Zeitpunkt, ist, dass der Mandant eine GmbH und Co. KG gründen soll, eine neue GmbH und Co. KG. Diese neue GmbH und Co. KG ist ja dann eine Personengesellschaft und als Eigentümer einer Personengesellschaft ist man dann eben nicht von der Wegzugsteuer betroffen, denn die Wegzugsteuer, sie betrifft ja nur Kapitalgesellschaften, nicht aber Personengesellschaften. Jetzt könntest du ja fragen, naja, er hätte ja einfach auch die UG umwandeln können in eine GmbH und Co. KG. Das wäre leider nicht möglich gewesen. Dabei werden dann die stillen Reserven aufgedeckt und es wäre dann sofort die Steuer fällig geworden in ähnlicher Höhe wie auch bei der Wegzugsteuer. Also ist die Idee, eine GmbH und Co. KG Holding zu gründen und dann plante der Mandant die Anteile an seine UG in diese GmbH und Co. KG Holding einzubringen. Das heißt, die UG wird im Grunde genommen Tochtergesellschaft der GmbH und Co. KG. Das war der Plan. Wenn der Mandant dann auswandern würde in Zukunft, könnte er sagen, ja, ich bin ja nicht mehr an einer Kapitalgesellschaft beteiligt, nur noch an dieser GmbH und Co. KG. Freilich ist es so, dass die Gewinne, die der Mandant in Zukunft bekommen würde, wenn er in Dubai lebt, aus dieser GmbH und Co. KG, in Deutschland zu versteuern sind. Er selbst muss eine Steuererklärung in Deutschland weiterhin einreichen. Er ist beschränkt steuerpflichtig. Er gibt die Gewinne aus der GmbH und Co. KG dort an und versteuert diese in Deutschland. Aber er kann ja steuern, welche Gewinne dort ankommen. Das heißt, er kann ja definieren, was die UG an die Muttergesellschaft ausschüttet und ist so in gewisser Weise von den schlimmsten Negativwirkungen abgeschirmt. So, also das war das Konzept. Diesbezüglich hat der Mandant dann einen Steueranwalt in Deutschland mandatiert. Und jetzt kommt das Entscheidende. Er hat den Anwalt beauftragt, packt das alles in ein schriftliches Konzept und dann fordere beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft an. Was ist eine verbindliche Auskunft? Wir haben hier schon mehrfach drüber gesprochen. Du musst dir gar nicht den Kopf kratzen und dir überlegen, ist das jetzt legal oder nicht? Kriege ich da Ärger, kriege ich da Probleme mit dem Finanzamt? Ja oder nein? Muss ich irgendwas machen, wo ich vielleicht nicht ruhig schlafen kann? Das ist alles gar nicht notwendig. Du kannst vor der Umsetzung eines solchen Vorhabens, also bevor noch nichts gegründet ist, eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt anfordern. Das muss eben ein Anwalt machen oder ein Steuerberater, das Vorhaben vorstellen und das Finanzamt dann bitten festzustellen, dass, wenn man dieses Konstrukt entsprechend umsetzt, keine Wegzugsteuer fällig wird. So, und genau das hat der Mandant gemacht, das hat der Anwalt des Mandanten gemacht und tatsächlich hat das Finanzamt die verbindliche Auskunft erteilt und hat gesagt, wenn ihr das genauso umsetzt, wie ihr es hier beschrieben habt, wird keine Wegzugsteuer in Deutschland fällig. Ihr seid draußen. Eine Bedingung, diese verbindliche Auskunft gilt nur so lange, wie der Mandant in einem Land lebt, das mit Deutschland kein Doppelbesteuerungsabkommen hat, so wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Nur dann ist diese Aussage gültig. Das heißt, wenn der Mandant nun in ein Land umzieht, mit dem Deutschland nun ein Doppelbesteuerungsabkommen hat, dann könnte es problematisch werden für diese Konstruktion. Das ist ja mal eine sehr interessante Aussage. Warum legt das Finanzamt auf diese Differenzierung Wert? Warum muss es ein Nicht-DBA-Land sein, in welches der Mandant umzieht? Nun, das hat folgenden Grund. Wenn du dir die Doppelbesteuerungsabkommen anschaust, dann wirst du sehen, dass der Ort der Geschäftsleitung eine Betriebsstätte auslöst in der Definition der Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, wenn ich eine deutsche Gesellschaft habe und ich ziehe nach Frankreich um und ich bin der einzige Geschäftsführer und ich leite diese Gesellschaft von Frankreich aus, dann hat diese Gesellschaft in Frankreich eine Betriebsstätte und die Gewinne sind dann in Frankreich zu versteuern. Das definieren die Doppelbesteuerungsabkommen. Damit verliert Deutschland also das Besteuerungsrecht. Ziehe ich aber nun in ein Land, um das kein Abkommen hat, verliert Deutschland auch nicht das Besteuerungsrecht, denn es gibt ja keine rechtliche Regelung, die im Grunde dann sagt, die Gewinne sind jetzt zum Beispiel in Dubai zu versteuern. Jedenfalls keine internationale rechtliche Vereinbarung zwischen zwei Staaten, die Deutschland das Besteuerungsrecht nehmen würde. Und weil das so ist, kann Deutschland sagen, okay, alles cool, wir behandeln die Gesellschaft, diese GmbH und Co. KG so, als hätte sie ihre Betriebsstätte weiterhin in Deutschland und werden die entsprechenden Gewinne aus der GmbH und Co. KG bei dir, lieber Mandant, versteuern. Wir haben mit den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Ländern wie Panama oder wie Monaco keinerlei Vereinbarung. Was du mit denen machst, ist deine Sache. Da musst du dich mit denen rumschlagen. Aber wir als Staat, als deutscher Staat, haben da keine rechtsverbindliche Vereinbarung, die unser Besteuerungsrecht einschränken würde. In diesem Fall reicht es also aus, wenn die GmbH und Co. KG dann Minimalsubstanz hat. Würde man nun in ein Land umziehen, mit dem es ein Abkommen gibt, so müsste man unbedingt sicherstellen, dass gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen die Betriebsstätte weiterhin in Deutschland ist. Dazu müsste die Gesellschaft in Deutschland tatsächlich gewerblich tätig sein, was ja bei einer Holding schwierig ist.
Sie müsste wirkliche Dienstleistungen erbringen, sie müsste wirkliche Kunden haben, sie müsste möglicherweise Mitarbeiter haben, sie müsste Geschäftsführung haben. All das, was ja unser Mandant in diesem spezifischen Fall gar nicht will. Er will einfach in Dubai leben. Er will im Grunde genommen in Deutschland diese Briefkasten GmbH und Co. KG haben. Und weil eben die VAE kein Abkommensstaat sind mit Deutschland, deshalb ist dieses Konzept auch tatsächlich so möglich. Also, hier kannst du sehen, der Mandant hat schon vor seiner Auswanderung Rechtssicherheit. Er hat klar abgesteckte Parameter. Er braucht sich nun also nicht zu fürchten, dass in irgendeiner Weise die Wegzugsteuer ausgelöst wird. Er kann in allem Seelenfrieden auswandern. Er weiß, dass er das mit den Behörden im Vorfeld geklärt hat und muss hier also nicht schlecht schlafen. Das ist natürlich wunderbar jetzt in puncto Wegzugsteuer, aber das ist eben auch generell genau das richtige Vorgehen und genau auch das, was ich dir empfehlen würde. Verlass dich nicht auf irgendwelche Aussagen von der KI, verlass dich nicht auf irgendwas, was du auf YouTube hörst, verlass dich nicht auf irgendwas, was du online liest. Nutze diese Quellen, um dir eine Meinung zu bilden. Dann frag einen Anwalt, frag einen Steuerberater, dass sie das Ganze schriftlich festhalten und dann geh zum Finanzamt und frage nach einer verbindlichen Auskunft zu deiner konkreten Gestaltung. Das ist das Einzige, worauf es wirklich ankommt am Ende. Natürlich ist eine solche verbindliche Auskunft nicht in jedem Fall notwendig. Wenn dein Steuerberater sagt, dass der Fall so trivial ist, dass man keine verbindliche Auskunft einholen muss, dann ist natürlich auch gut. Aber wenn es um viel Geld geht, wie bei dem Mandanten, von dem wir jetzt gerade eben gesprochen haben, da will man dann lieber diesen Zusatzaufwand machen, um dann damit auf der sicheren Seite zu sein. Wenn du diesbezüglich keinen kompetenten Steuerberater oder Steueranwalt hast, können wir dir natürlich gerne einen vermitteln. Wir arbeiten mit sehr namhaften Anwälten und Steuerberatern in Deutschland und in vielen anderen Ländern zusammen. Das Gleiche geht natürlich nicht nur in Deutschland, das geht in vielen anderen Ländern auch. Generell ist es eben möglich, von den Fiskalbehörden dort eine verbindliche Auskunft zu erlangen, sodass man hier eigentlich nicht im Dunkeln tappen muss, sondern von Anfang an Rechtssicherheit und Klarheit hat. Es geht nicht immer. Also manchmal wird die Finanzbehörde keine verbindliche Auskunft geben können oder wollen. Aber in den meisten Fällen rund um das Thema Wegzug und Steuern sollte das eigentlich möglich sein. In diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Wegzugsteuer rumschlägst, wenn auch du dir überlegst, wie du die Wegzugsteuer handeln kannst, wenn du andere steuerliche Fragen rund um deinen Wegzug hast, um deine Auswanderung, möglicherweise Fragen zur deutschen Besteuerung oder auch zur ausländischen Besteuerung, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wie gesagt, wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, im Ausland sich steueroptimiert aufzustellen, Vermögen zu sichern, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen, sich international zu diversifizieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.